Willkommen bei den Videos von eAutoLader. In dem heutigen Video geht es mal wieder um das Thema Kosten. Das letzte Video zu diesem Thema war aus dem Jahr 2020 und mittlerweile gab es natürlich einige Preissteigerungen und durch die vielen Machbarkeitsstudien, die wir erstellt haben, sind wir natürlich auch schlauer geworden, weil bei jeder Machbarkeitsstudie erstellen wir eine Kostenberechnung und aus dieser Summe dieser Berechnungen ergeben sich dann natürlich auch neue Informationen zum Thema Kosten. Am Ende des Videos gibt es noch ein paar statistische Auswertungen zu all den Projekten, die wir mittlerweile umgesetzt haben. Hier sehen wir die Tiefgarage, die wir schon in dem Video 2020 verwendet haben, um die Kosten zu berechnen. Es sind 10 Stellplätze und hier haben wir einen Elektroraum oben links im Bild. Von dort aus führt eine Kabeltrasse mit einer Haupttrasse bis in die Tiefgarage. Das ist die sogenannte Basisinfrastruktur, die errichtet wird. Und dann gibt es die jeweilige Stellplatzinfrastruktur. Das sind die Nebentrassen, die jeweils zu den Wallboxen, die Wallboxen selber und die zugehörigen Sicherheitseinrichtungen. 2020 haben wir 2 verschiedene Varianten untersucht. Einmal die kleine Variante. Hier nutzen wir einen freien Zählerplatz im Zählerschrank. So haben wir maximal eine gleichzeitige Ladeleistung von 22 kW für alle Ladevorgänge zur Verfügung. Und das entspricht pro Nacht etwa 33 Kilowattstunden pro Fahrzeug. Es gibt zusätzlich noch eine Variante 2 mit einem dynamischen Lastmanagement. Hier sind bis zu 55 kW gleichzeitige Ladevorgänge möglich, was etwa pro Nacht 50 Kilowattstunden pro Fahrzeug entspricht. Hier sehen wir mal das Ganze schematisch aufgestellt mit den Vor- und Nachteilen, die wir 2020 eben dargestellt haben. Gerne kann man sich dieses Video nochmal separat anschauen und hier eben die Kosten, die wir damals ermittelt haben. Hier lagen wir damals bei der Normalvariante bei netto 14.150 € und bei der Maximalvariante bei 22.900 €, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Hier nochmal als Gesamtübersicht. Wir waren damals bei der Variante 1 etwa bei 2.324 € pro Ladepunkt und 2.785 € bei der Variante 2, bei der großen Variante. Mittlerweile sind eben 2 Jahre vergangen. Es gab einige Preissteigerungen und auch wir sind im Rahmen unserer Projekte natürlich etwas schlauer geworden, was die Kosten sind. Wir haben hier ein umfangreiches Tool, mit dem wir die Kostenberechnung bei allen Projekten durchführen und die auch dann jeweils abgleichen mit den Preisen, die wir bei Vergaben erzielen können. Und da sind halt einige Sachen auch deutlich teurer geworden. Hier sieht man jetzt mal diese beiden Varianten aufgebaut, so wie wir sie heute planen würden. In der Regel machen wir das heute mit einer Stromschiene, die nicht teurer ist, als wenn man eine Kabeltrasse verwendet, aber andere Vorteile hat. Und hier kommen wir eben auf Nettokosten bei der Normalvariante. Muss man sagen, bei einer Tiefgarage dieser Größenordnung wird die wahrscheinlich meistens ausreichend sein. Bei 15.800 € netto und bei der Maximalvariante deutlich teurer bei 29.430 €. Die Normalvariante hier mit 5 Ladepunkte, die Maximalvariante mit 10 Ladepunkten. Man sieht, dass hier vor allem der Kleinwandlermessung zu Buche schlägt und auch dieser NH-Verteiler, der notwendig ist. Hier ist mal die Gesamtkostenübersicht bei der Variante 1 und bei Variante 2. Die Variante 1, wie gesagt, mit 5 Ladepunkten bei 3.765 €. Wenn man die Variante 1 jedoch mit 10 Ladepunkten rechnen würde, damit es vergleichbar ist mit der vorigen Kostenschätzung aus dem Jahr 2020, liegen wir etwa bei 2.764 € pro Ladepunkt. In der Variante 2 aufgrund eben des höheren Preises für die Kleinwandlermessung bei 3.500 € pro Ladepunkt, wenn alle 10 Stellplätze auch elektrifiziert werden. Was ich schon in der Anmoderation gesagt habe, haben wir auch haben wir unsere Projekte mal etwas statistisch ausgewertet. Die Projekte, die wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, waren insgesamt 4.995 Stellplätze bei 92 Projekten, die wir bearbeitet haben. Die meisten der Projekte hatten weniger als 50 Stellplätze, also zwischen 10 und 40 Stellplätze, ungefähr gerundet, 54 Objekte und weniger Objekte, also mit bei größeren Tiefgaragen, nur damit man mal eine Vorstellung hat, wie denn so die Verteilung der Größen der Tiefgaragen war.
Für die Basisinfrastruktur, das was ich vorhin schon mal gesagt hatte, das ist die Installationen im Elektroraum sowie die Haupttrassen, die in der Tiefgarage verlegt werden, ergeben sich aus diesen 92 Projekten ein Mittelwert von etwa 687 € pro Stellplatz. Hier ist wohlgemerkt immer der Wert angegeben. Jeder Stellplatzinhaber, egal ob er nachher eine Wallbox haben möchte oder nicht, beteiligt sich hier an den Gesamtkosten für die Basisinfrastruktur. Da sind wir in etwa eben bei 687 € im Mittel. Es gibt einige Projekte, wo es deutlich günstiger ist, weil die Situation da sehr viel einfacher ist. Aber es gibt natürlich auch ein paar Projekte, wo es deutlich teurer wird. Aber eben die meisten sind halt hier eben so zwischen 500 und 750 € in etwa. Die Kosten für den Ladepunkt mitteln sich in etwa bei roundabout 2.000 €, also genau sind es 1.985 €. Da streut es etwas weniger, weil da auch die möglichen Varianten kleiner sind für die Errichtung der Ladepunkte. Hier ist es halt immer nur der Weg von der Schiene bis zum Ladepunkt, der Ladepunkt selber, also die Wallbox selber, inklusive der zugehörigen Sicherheitseinrichtungen, sprich ein Leitungsschutzschalter und auch ein Fehlerstromschutzschalter. Also hier liegen wir ganz grob ungefähr bei 2.000 € pro Ladepunkt. Wohlgemerkt, das kommt eben zu den Kosten für den Stellplatz mit dazu. Die Stellplatzkosten tragen alle Eigentümer, egal ob sie einen Ladepunkt haben oder nicht, hier zumindest jetzt in unserer Auswertung. Und jeder, der dann einen Ladepunkt noch haben möchte, muss dann eben diese Kosten für diese Infrastruktur noch dazu rechnen. Die Werte, die wir hier jetzt sehen, sind Bruttowerte. Wenn Sie weitere Fragen rund um das Thema Ladeinfrastruktur haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder besuchen Sie unsere Webseite. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren.